Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute werden wir uns wieder einem sehr bestimmten und sehr, sehr wichtigen Thema, sage ich mal, widmen. Und dieses Thema habe ich ja schon bereits auf diesem Kanal angesprochen, habe dazu auch schon bereits ein Video gemacht. Schaut euch auf jeden Fall dieses Video an. Ich werde das irgendwo oben hier jetzt in der Leiste verlinken, damit ihr euch nochmal dieses Video angucken könnt. Und selbst auch noch andere Videos dazu, wie er eben zur kleinen Zeit Satans, zum tausendjährigen Reich Christi und wie das alles, sag ich mal, in Verbindung steht. Und hier möchte ich mal in diesem Video aufzeigen, wie halt eben Jesus Christus bereits wiedergekehrt ist, dass es bereits ein vergangenes Ereignis ist unserer Zeit. Und deswegen reden wir jetzt nicht weiter drum herum, sondern fangen gleich an mit der nächsten Folie. Und zwar, Jesus deutete schon bereits auf seine schnelle Wiederkunft hin. Denn in Matthäus 24,34 kannst du lesen, denn auch in Markus 13,30 und Lukas 21,32: Wahrlich, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Und in Matthäus 16,28 steht: Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Toten nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Und Lukas 23, 28 bis 30, da wird gesagt: Ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Dann werden sie anfangen zu sagen zu den Bergen: Fallt über uns, und zu den Hügeln: Verdeckt uns. Und Offenbarung 1,1 und 1,3: Was in Kürze geschehen muss, oder denn die Zeit ist nahe. Und Jesus sagt eigentlich damit ganz deutlich, dass seine Wiederkunft nicht 2000 Jahre dauern wird, sondern er wird zu dieser Generation kommen. Oder die Menschen, die vor ihm stehen, sie werden den Tod nicht schmecken, bis sie ihn selbst kommen sehen in seinem Reich. Und er sagt auch zu den Töchtern von Jerusalem: Weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Also bedeutet, dass sie das Gericht, das Armageddon, sage ich mal, miterleben werden. Und dass sie auch sehen werden, dass Jesus Christus wiederkommen wird, nämlich zu ihrer Generation. Und in Offenbarung 1,1 und 1,3 steht immer ganz deutlich, was in Kürze geschehen muss oder was schnell passieren muss. Denn die Zeit ist nahe und es wird immer wieder, wenn du das Neue Testament durchliest oder selbst auch im Alten Testament die Propheten, da siehst du immer wieder, dass alles beschrieben wird, dass es in kurzer Zeit passieren muss oder schnell passieren muss oder nahe kommt. Dass halt eben das Gericht nahe kommt. Und das wird zum Beispiel auch hier aufgegriffen in Lukas 21,20. Denn wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von Herrn belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Lukas 21,28, da wird noch gesagt: Deshalb, wenn sich dies alles zu erfüllen beginnt, dann seid zuversichtlich mit festem Blick und erhobenem Haupt, denn eure Rettung steht kurz bevor. Und bevor wir zu der nächsten Folie übergehen, möchte ich nochmal eigentlich klar hier aufdeuten, schon nur mit diesen Bibelversen, die wir hier haben. Da gibt es noch unzählige weitere Bibelversen, die das aufzeigen, dass Jesus Christus sagt, er kommt, sag ich mal, zu dieser Generation oder seine Zeit, die Zeit seiner Wiederkunft ist nahe. Und dass auch die ganzen Apostel und Propheten aufzeigen, dass alles schnell geschehen muss, dass wir die Generation sind, die, sag ich mal, das Gericht erwartet. Und das ist nicht die Generation gemeint in 2000 Jahren, also damit sind nicht wir gemeint, die wir hier leben, dass wir jetzt irgendwie die Trübsal erleben oder das Gericht oder sonst was. Denn die damaligen Christen, die Apostel, die wussten damals, dass sie damit gemeint sind, dass sie diejenigen sind, die durch die Trübsal gehen müssen, was sie auch taten. Sie mussten durch die Trübsal gehen. Dazu kommen wir noch in den nächsten Folien. Und dass sie halt eben diejenigen sind, die Jesus Christus wiedersehen werden mit seinem Reich, das er dann auf Erden erschaffen wird, sein tausendjähriges Reich auf Erden. Und genau, da habe ich jetzt schon die nächsten 2 Verse von Lukas 21 durchgelesen und das passt eigentlich perfekt geschichtlich zur nächsten Folie, in der ich das nochmal besser aufzeige zusammen, nämlich zu der Zerstörung Jerusalems und des Tempels 70 nach Christus, die von Jesus in Lukas 21, 20 bis 24 vorausgesagt wurden. Hier seht ihr nochmal diese Bilder, links die Belagerung von Jerusalem von den Römern, hier rechts unten im Bilde, und dann sehen wir hier nochmal rechts im Bild die Zerstörung des zweiten Tempels. Hier sieht man links das Feuer im Tempel, das brennt. Hier sehen wir hier unten, wie halt eben Jerusalem komplett verbrannt wird, zerstört wird von den Römern. Und die Offenbarung des Johannes und die Geschichte gehen Hand in Hand. Denn Offenbarung 11, 1 bis 2 steht: Und es wurde mir ein Rohr gegeben, ein Messstab gleich. Und mir wurde gesagt: Steh auf und misst den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht.
denn er ist den Heiden gegeben und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. Und das ist auch so geschehen, denn die Römer zertraten die Stadt Jerusalem von 66 bis 70 nach Christus durch politische, wirtschaftliche und militärische Methoden. Also genau 42 Monate, 3,5 Jahre lang, bis sie dann die heilige Stadt und den Tempel im September 70 nach Christus zerstörten. Und die Prophezeiung zur Zerstörung des zweiten Tempels lesen wir zum Beispiel auch in Daniel Kapitel 9, Vers 26. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter, also Jesus Christus, ausgerottet werden und niemand wird ihm helfen. Und das eigentlich auch was geschehen ist und was wir auch in der Heiligen Schrift lesen können. Und das Volk eines Fürsten, also die Römer, beziehungsweise Titus, wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Aber dann kommt das Ende durch eine Flut, also die 7 Posaunen, also aus der Offenbarung. Und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Also Daniel koppelt das Ende des zweiten Tempels untrennbar an das Erscheinen des Messias. Erst sollte der Messias getötet, also in Anführungszeichen ausgerottet werden, und danach würde ein fremdes Volk, also ein kommender Fürst, die Stadt Jerusalem und das Heiligtum, also den Tempel, zerstören. Genau dies geschah, als die römischen Legionen unter Feldherr Titus im Jahr 70 nach Christus den Tempel niederbrannten. Und in Sacharja 11,1 steht: Öffne deine Tore, Libanon, dass das Feuer deine Zedern fresse. Und im jüdischen Talmud, Joma 39b, wird überliefert, dass sich die massiven Tempeltore aus Libanon-Zedernholz in den Jahrzehnten vor 70 nach Christus mehrmals von selbst öffneten. Und Matthäus 24,2, da wird gesagt von Jesus Christus: Es wird hier nicht ein Stein auf den anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Jesus warnte seine Jünger zu dem von Daniel prophezeiten Gräuel der Verwüstung, wie in Matthäus 24,15 zu sehen ist, was sich historisch bewahrheitete, als die Römer im brennenden Tempelbezirk ihre heidnischen Feldzeichen ausstellten. Also Jesus Christus hat nicht gelogen damit, sondern er hat eigentlich das, was er vorausgesagt hat, ist auch dann eingetreten, 17 nach Christus. Und das passt dann dazu, was halt uns heutzutage gelehrt wird mit dieser dritte Tempellehre, die meiner Meinung nach eine Irrlehre ist. Denn all das, was Jesus Christus gesagt hat, mit dem, wie der Tempel zerstört wird und wo letzten Endes der Antichrist dann sitzen wird, das ist alles schon in unserer Vergangenheit liegt, dass es alles bereits im ersten Jahrhundert passiert ist und wie das alles, sage ich mal, zusammenhängt, wie das alles sein kann. Dazu ist es auch wichtig, jetzt weiter in diesem Video dran zu bleiben, denn wenn du das Video bis zum Ende anguckst, wird alles, sage ich mal, diese ganze Dinge, die ich jetzt aufzählen werde oder darlegen werde, die werden dann am Ende einen Sinn ergeben. Deswegen ist es da sehr wichtig, bis zum Ende dieses Videos dran zu bleiben, um dann auch alles verstehen zu können. Und Haggai 2,9. Ne, da steht: Es soll die Herrlichkeit dieses letzten Hauses größer werden, als die des ersten gewesen ist, und an dieser Stätte will ich Frieden geben. Das hebräische Wort für letztes, Acharon, kann auch mit folgendes oder späteres übersetzt werden. Sachlich übertraf der zweite Tempel den ersten Salomos-Tempel nicht an äußerem Prunk, im Gegenteil, er war anfangs bescheiden. Die größere Herrlichkeit kam historisch dadurch hinein, dass Jesus von Nazareth, der Messias, diesen physischen Ort betrat und dort lehrte. Die Verheißung war an die Generation geknüpft, die aus Babylon zurückkehrte. Wenn diese spezifische Herrlichkeit, die Anwesenheit des Messias, in diesem spezifischen Gebäude vorbei ist, ist das prophetische Mandat dieses Hauses erfüllt. Seine Zerstörung markierte das Ende dieser Ära. Die Propheten des Alten Testaments und Jesus selbst ließen keinen Raum für Zweifel da. Der Tempel, der aus den Trümmern Babylons unter Esra und Nehemia erwuchs, sollte derjenige sein, der den Messias empfängt. Und der nach dessen Ablehnung durch die Römer so gründlich vernichtet werden würde, dass die Archäologie bis heute nur noch die monumentalen Stützmauern, aber keinen einzigen Stein des eigentlichen Tempelhauses auf dem Tempelberg vorfindet. Also eigentlich das, was Jesus Christus bereits vorausgesagt hat, ist eingetreten. Und wir warten jetzt auf keine Wiederkunft von Jesus Christus in 2000 Jahren. Also, es würde irgendwie gar keinen Sinn machen, dass Jesus Christus sagt: Ich komme bald, ich komme schnell. Und die Menschen warten schon 2000 Jahre darauf, dass er wiederkommt. Also dann würde ja Jesus Christus ein Lügner sein, was ich nicht glaube, dass Jesus Christus irgendwie gelogen hat, weil wir sehen ganz klar, dass Jesus Christus die Wahrheit gesprochen hat über die Zerstörung des zweiten Tempels, was ja auch eingetreten ist. Und deswegen denke ich auch, dass seine Wiederkunft auch geschehen ist, bloß dass man versucht, uns historisch davon abzulenken oder da in die Irre leiten zu lassen, damit wir nicht darauf kommen, dass Jesus Christus wirklich bereits wiedergekommen ist und dass er sein tausendjähriges Reich bereits errichtet hat auf Erden. Und dann gehen wir jetzt in die weitere Folie, denn Hesekiels Tempel ist kein physischer dritter Tempel. Die Lehre vom dritten physischen Tempel übersieht oft, dass der physische Tempeldienst mit dem Vorhang, der bei Jesu Tod zerriss und Zerstörung im Jahr 70 nach Christus sein von Gott gesetztes historisch Ende fand. Hesekiel beschreibt keinen dritten Tempel als Zwischenschritt für politische Endzeitszenarien.
Er beschreibt in jüdisch-apokalyptischen Bildern den Endzustand der Schöpfung, die vollkommene Wohnung Gottes, bei dem Menschen das neue Jerusalem, dessen Name Programm ist: Hier ist der Herr. Wenn man Hesekiel 40 bis 48 unvoreingenommen liest, merkt man schnell, dass hier kein dritter irdischer Tempel aus Backstein für unsere Epoche beschrieben wird. Die Vision ist untrennbar mit dem neuen Jerusalem verwoben. Also das Heiligtum ist kein Tempel, sondern der Tempel ist quasi das neue Jerusalem. Da, wo wir, sage ich mal, Jesus Christus finden, aber auch in uns finden, in unserem Herzen, wo der Heilige Geist in uns wohnt, also Jesus Christus, Gott der Vater. Und letzten Endes werden wir dann mit ihm vereint sein im neuen Jerusalem. Deswegen die dritte Tempellehre ist eigentlich eine Irrlehre, die, sage ich mal, in diese Neuzeit mit, sage ich mal, eingebaut worden ist. Dazu könnt ihr euch gerne das letzte Video von mir und den lieben Jan angucken. Dabei haben wir auch ganz klar über diese Irrlehren gesprochen, über die dritte Tempellehre oder die dispensationalistische Lehre oder auch über diese Vordrückungslehre, dass die alles Irrlehren sind und die versuchen, die Christen heutzutage zu täuschen. Deswegen guckt euch auf jeden Fall auch dieses Video dazu an, damit ihr alles auch besser im Kontext habt und euch nicht mehr verführen lässt. Dann kommen wir jetzt zu der Nebukadnezar-Statue aus Daniel Prophezeiung. Denn das, was wir hier sehen können, links im Bilde, ist die Statue von Nebukadnezar, also den König, der sag ich mal, das israelitische Volk, den Stamm Juda und den Stamm der Leviten und der Benjamiter, sage ich mal, in die Sklaverei schickte oder in die Gefangenschaft nach Babylon und, sage ich mal, Jerusalem zerstörte, genauso wie den ersten Tempel damals. Und dann hatte ja Nebukadnezar einen Traum gehabt, den niemand von seinen Wahrsagern oder Magiern, sage ich mal, deuten konnte. Nur Daniel konnte es deuten durch Gottes Hilfe. Denn Gott hat ihn quasi dargelegt, was halt eben in diesem Traum von Nebukadnezar war. Und Nebukadnezar sah in diesem Traum eine Statue von sich selbst, die, sage ich mal, 4 Königreiche darstellte. Und diese 4 Königreiche deutete Daniel wie folgt. Denn die 4 Reiche im Detail sind erstens das Babylonische Reich, in Daniel 2 das goldene Haupt der Statue und in Daniel 7 ein Löwe mit Adlerflügeln, hat die Bedeutung, dass der Prophet Daniel identifiziert den babylonischen König Nebukadnezar direkt als dieses goldene Haupt. Es steht für die damalige absolute und prachtvolle Herrschaftsmacht. Das zweite, das war halt eben das hier, der Oberkörper von Nebukadnezar, die Brust und die Arme aus Silber, also ein Bär, der sich auf einer Seite aufrichtet und 3 Rippen im Maul hat. Also dieses Reich folgte auf Babylon und war in Doppelmacht, also Meder und Perser. Es war militärisch enorm stark und eroberte unter Kyros dem Großen weite Teile der antiken Welt. Und das dritte, das war das griechische makedonische Reich. Der Bauch und die Lenden aus Bronze, also oder ein Leopard mit 4 Vogelflügeln und 4 Köpfen darstellte. Und die Bedeutung war, also dass begründet wurde damit dieses Reich durch den Alexander den Großen. Das zeichnet sich dieses Reich durch eine extrem schnelle Expansion aus. Nach Alexanders Tod zerfiel dann das Große in 4 Teilreiche und symbolisiert somit durch die 4 Körper. Und da ist jetzt, leider habe ich jetzt gesehen, dass es jetzt abgeschnitten worden ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, was da steht. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass halt eben das griechische makedonische Reich beschreibt. Was ja auch in deine Prophezeiung, zum Beispiel Daniel 7 oder Daniel 2, ganz genau dargestellt wird. Und das vierte, letzte Reich, das ist der Schenkel aus Eisen, sowie die Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Also das ist ein schrecklich ungenanntes Tier mit eisernen Zähnen und 10 Hörnern. Und Rom zeichnet sich durch seine unbarmherzige zerstörerische Militärmacht aus, also stark wie Eisen, und die Füße aus Eisen und Ton und die 10 Hörner deuten der Prophetie auf eine spätere geteilte Phase dieses Reiches hin, die bis in die Endzeit reicht. Und die Füße aus Eisen und Ton von Daniel 2. In Daniel 2,40 wird das vierte Reich als ein Reich aus Eisen beschrieben, das alles zermalmt und zerbricht. In der antiken Welt, also in der antiken und modernen Exegese, besteht Einigkeit darüber, dass dieses vierte Reich das Römische Reich ist. Es besaß die brutalste Militärmacht der damaligen Welt, unterwarf den Mittelmeerraum und hielt Juda, also Judäa, besetzt. Der Ton im Standbild ist nicht irgendein Schmutz, sondern im biblischen Kontext oft Töpferton, Chamar Techa. Im Alten Testament wird Israel Gott gegenüber immer wieder als der Ton und Gott als der Töpfer beschrieben. Zum Beispiel in Jesaja 64,7, wo da steht: Herr, du bist unser Vater, wir sind der Ton, du bist unser Töpfer. Der Ton in den Füßen des Standbildes jedoch mit Eisen vermischt. Und minderwertig. Es symbolisiert das abtrünnige Israel, das seinen Gott verlassen, also den Messias abgelehnt und sich stattdessen mit einer heidnischen Macht eingelassen hat. Deine Prophezeit, dass du aber Eisen mit Ton vermengt gesehen hast, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, was in Daniel 2,43 steht. Und diese unheilige Allianz, also die Vermischung von Eisen und Ton,
ist nichts anderes als die herodianische Dynastie, also die jüdische Königsfamilie, war völlig mit der römischen Elite verwoben und verheiratet. Zum Beispiel Berenike, die jüdische Prinzessin, die eine Affäre mit dem römischen Feldherrn und späteren Kaiser Titus hatte. Bei der Verurteilung Jesu riefen die jüdischen Hohenpriester vor Pontius Pilatus: Wir haben keinen König als den Kaiser. Johannes 19,15. Das war die ultimative Vermischung des Tons, Gottes Volk mit dem Eisen heidnisches Rom. Sie gaben ihre theologische Identität auf, um sich politisch mit dem Imperium zu verbünden. Das Bündnis zwischen den jüdischen Eliten und den römischen Besatzern kollabierte komplett. Also es kam zum jüdischen Krieg 66 bis 17 nach Christus, was wir bereits erwähnt haben. Das Eisen, also Rom unter Vespasian und Titus, zermalmte dann den Thron, Jerusalem und den Tempel vollständig. Die Prophezeiung in Daniel 2 endet damit, dass ein Stein, der ohne Hände vom Berg gehauen wurde, die Füße aus Eisen und Ton trifft und das gesamte Standbild zertrümmert. Also in Daniel 2,34. Dieser Stein ist Jesus Christus und sein geistliches Reich. Der Stein trifft das Standbild an den Füßen. Das bedeutet, das Reich Gottes wurde genau zu der Zeit aufgerichtet, als die Allianz aus Rom und den Abtrünnigen Jerusalem existierte. Im ersten Jahrhundert, mit der Zerstörung Jerusalems im Jahr 17 nach Christus und der anschließenden Christianisierung des Römischen Reiches, wurde das alte System der Weltreiche im Geiste überwunden. Und, also das, was wir schon eben gerade erwähnt haben, passt eigentlich ganz deutlich, dass eben das, was in der Offenbarung steht, bereits in unserer Vergangenheit liegt. Also zumindest von Offenbarung 1 bis Offenbarung 19. Und jetzt kommen wir auch das, was auch in der Offenbarung steht und auch im Neuen Testament, sage ich mal, häufig gesagt worden ist von Jesus Christus und auch von den Propheten im Alten Testament, nämlich die Drangsal, die Trübsal, was halt eben nicht etwas ist, was uns jetzt erwarten wird in unserer heutigen Zeit, sondern es ist etwas, was bereits in der Vergangenheit liegt, denn es waren die Christenverfolgungen zu den ersten Jahrhunderten nach Christus. Und wie sie eigentlich zusammenhängen und in Wahrheit allesamt gleichzeitig passiert sind, dazu werde ich noch etwas mehr in den nächsten Folien sagen. Deswegen bleibt auf jeden Fall unbedingt dran, denn da bekommt man alles im Zusammenhang und man versteht das alles im Kontext besser. Aber ich werde jetzt erstmal das angehen, nämlich dass die Drangsal, Trübsal waren die Christenverfolgungen in den ersten Jahrhunderten nach Christus. Denn in Matthäus 24,9 steht: Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten, und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Und Johannes 15,20, da steht: Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und die Diokletianische Verfolgung ab 303 nach Christus, also Beginn im 4. Jahrhundert. Sie bildete den Höhepunkt des im 3. Jahrhundert gereiften Hasses. Kaiser Diokletian oder Diokletian, startete die große Verfolgung mit dem Ziel, das Christentum vollständig zu vernichten. Kirchen wurden im gesamten Reich niedergerissen, heilige Schriften verbrannt, Christen jegliche Bürgerrechte entzogen und Tausende hingerichtet. Und Johannes 16,2: Sie werden euch aus den Synagogen ausstoßen, es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und die Verfolgung durch die Pharisäer und Teile des jüdischen Volkes war im ersten Jahrhundert sehr real und für die Urgemeinde in Jerusalem existenzbedrohend. Sie endete im Wesentlichen mit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels durch die Römer im Jahr 17 nach Christus, wodurch sich das Christentum endgültig vom Judentum trennte. Also im Großen und Ganzen, das, was ich jetzt vorgelesen habe, ist eigentlich alles zeitgleich aufgetreten. Also diese diokletianische Verfolgung und auch die Verfolgung durch die Pharisäer und Teile des jüdischen Volkes war alles zeitgleich geschehen. Und auch die nerianischen Christenverfolgungen, zu denen wir noch kommen werden, sind auch zeitgleich passiert. Aber dazu komme ich noch in den weiteren Folien. Und es ist alles bereits in unserer Vergangenheit passiert und es wurde alles bereits im Neuen Testament durch Jesus Christus, sage ich mal, prophezeit, dass halt eben die damaligen Christen, die sich zu Christus bekannt haben, dass sie, sage ich mal, verfolgt werden, genauso wie Christus von den Pharisäern verfolgt worden ist und letzten Endes auch von den Römern dann, sage ich mal, gekreuzigt worden ist. Und genauso ist es auch bei den Christen passiert, dass sie auch von den Pharisäern verfolgt worden sind und letzten Endes dann auch von den Römern dann getötet worden sind und gekreuzigt worden sind. Und hier sehen wir nochmal die Christenverfolgung unter Kaiser Nero. Also hier sehen wir diese bekannten Bilder, wo sie in Arenen, sag ich mal, gekreuzigt worden sind, von Löwen zerfressen worden sind und gefoltert worden sind auf verschiedenste Art und Weise. Und das ist auch wieder ein weiterer Beweis dafür, dass halt eben das, was Jesus gesagt hatte, dass sie verfolgt werden, nur weil sie ihn angenommen haben als ihren Herrn und eigentlich nichts mit diesem System, also mit diesem Beast-System zu tun haben wollten, was ja Rom war, ja, mussten sie dadurch halt eben ihr ganzes Leben aufgeben auf diesen Erden, aber haben dafür das ewige Leben durch Jesus Christus bekommen. Und es war damals diese Drangsal, diese Trübsal, die vorgeherrscht hat zu dieser damaligen Zeit. Und Kaiser Nero war auch der Antichrist dieser Zeit. Der biblische Offenbarung des Johannes, Kapitel 13, wird das Tier beschrieben, dessen Name verschlüsselt die Zahl 666 ergibt.
In der Antike hatten Buchstaben auch Zahlenwerte, also Gematria, und überträgt man den griechischen Namen Neron Kaiser, also Kaiser Nero, in hebräische Buchstaben, ergibt die Summe, also die Zahlenwerte exakt 666. Nach Neros Suizid im Jahr 68 nach Christus entstand in der römischen Bevölkerung das hartnäckige Gerücht, er sei gar nicht tot, sondern nach Parthien geflohen und werde mit einer gewaltigen Armee zurückkehren, um Rom zu zerstören. Die frühen Christen griffen diesen populären Mythos auf und deuteten ihn apokalyptisch um. Sie glaubten, Nero werde von den Toten auferstehen, um nach der endzeitlichen Antichrist der Kirche endgültig zu vernichten. Also es ist auch interessant, das werde ich nochmal in den nächsten Folien nochmal genauer darlegen oder zeigen, dass da eigentlich mehr ist, als man jetzt so auf den ersten Blick denkt. Also, dass da schon auf jeden Fall Wahrhaftiges dran ist. In Offenbarung Kapitel 17 werden 7 Könige dann auch, also oder Kaiser erwähnt, von denen 5 gefallen sind und einer noch herrscht. Der achte König, der noch kommen wird als das Tier beschrieben, das war und nicht ist, Offenbarung 17,11. Auch dies verweist im zeitgenössischen Kontext auf den totgeglaubten und wiederkehrenden Nero. Und wer dieser wiederkehrende Nero in Inkarnation sein könnte, dazu kommen wir dann auf jeden Fall in den nächsten Folien. Und die Kirchenschriftsteller Lacatinius im 4. Jahrhundert beschrieb, dass viele Christen seiner Zeit immer noch auf die Rückkehr Neros als Vorläufer den Teufels warteten. Also auch sehr interessant. Und dass sehr viele, also auch dazu zu den Kirchenvätern, dass sie eigentlich allesamt zu der gleichen Zeit lebten. Wie gesagt, dazu komme ich noch, das werde ich noch aufzeigen. Deswegen seid geduldig und bleibt dran. Aber es ist auch interessant zu sehen, dass auch viele Christen wussten, dass halt eben Kaiser Nero nochmal zurückkommen wird auf irgendeine Art und Weise. Genau, und jetzt kommen wir auf jeden Fall auch zu der Legende zu Kaiser Nero oder um Kaiser Neros Tod und seiner Auferstehung. Denn im 4. und 5. Buch des Sibyllinen wird Nero zum epischen Verderber. Dann wird ein großer König aus Italien fliehen, wie ein flüchtiger Sklave, unbemerkt über den Euphrat. Er wird den Tempel Gottes niedertrampeln und die Menschen im Reich morden, doch er wird wiederkehren und sie selbst Gott gleichstellen. Also es gab keine feierliche Verbrennung auf dem Marsfeld, interessanterweise. Seine treue Amme Egloge, seine Amme Akte und seine Konkubine Alexandria verbrannten den Leichnam heimlich und bestatteten die Asche im Familiengrab der Domitier auf dem Pincio-Hügel. Das ist zumindest das, was überliefert ist im 4. und 5. Buch des Sibyllinen. Und die breite Öffentlichkeit sah den Leichnam nie. Also in einer Zeit ohne Massenmedien reichte das aus, um das Gerücht zu nähern, er ist gar nicht tot, er hat seinen Tod nur vorgetäuscht. Während die Senatoren feierten, trauerten die unteren Schichten, also die Plebejer und die Provinzen. Nero hatte das Volk nämlich mit Brot und Spielen, also Panem et Circenses, und mit prachtvollen Theaterauftritten umreizt. Monatelang schmückten Unbekannte sein Grab mit Frühlings- und Sommerblumen. Und Kaiser Nero Tod und Wiederauferstehung nach der Offenbarung passt eigentlich auch wieder sehr gut zusammen zu dem, was im, sage ich mal, 1. Jahrhundert passiert ist oder sage ich mal, zu dieser Zeit, wo auch Jesus Christus ähm, auf jeden Fall auch gewirkt hat, zu dieser Zeit. Denn in Offenbarung 17, 9 bis 11 wird dem Seher Johannes die Vision des Tieres erklärt. Die 7 Köpfe des Tieres sind 7 Berge, auf denen die Hure Babylon sitzt. Eine unverständliche Anspielung eigentlich auf die 7 Hügel Roms. Es sind auch 7 Könige, also Kaiser. 5 sind gefallen, einer ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Also die Zählung der Kaiser war, also erster war Julius Caesar oder Augustus, dann Tiberius, Caligula, Claudius, Nero. Und Nero ist der 5., der gefallene Kaiser. Und dann folgt der entscheidende Satz über den Antichristen. Und das Tier, das war und nicht ist, das ist der 8. und einer von den 7. Die Bedeutung ist dazu, dass der kommende kosmische Herrscher des Bösen der 8. ist, in Wahrheit einer der ersten 7, der von den Toten zurückkehrt, also Nero. Und die Flavier waren dann die nächsten, die dann auch zu dieser Offenbarung, beziehungsweise also zur Daniel-Prophezeiung und der Offenbarung-Prophezeiung passten. Denn die Flavier sind als die 3 ausgerissenen Hörner zu deuten. Denn das historische Ereignis, diese 3 Kaiser, also Galba, Otto, Vitellius, regierten im Jahr 69 nach Christus alle nur wenige Monate und wurden gewaltsam gestürzt. Der General Vespasian, der Begründer der flavischen Dynastie, übernahm schließlich die Macht. Die Verbindung zu den 3 Hörnern, also Vespasian und seine Söhne Titus und Domitian, entwurzelten diese 3 kurzlebigen Herrscher. Domitian war zu diesem Zeitpunkt als junger Mann bereits politisch in Rom aktiv, während sein Vater noch in Judäa kämpfte. Domitian gilt in diesem Szenario als das kleine Horn, das durch den Aufstieg seiner Familie 3 Könige stürzte. Also auch sehr interessant. Und jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Die Urheberschaft der Offenbarung. Die meisten Historiker gehen davon aus, dass die Offenbarung des Johannes genau unter Domitian, also um 95 nach Christus, geschrieben wurde. Wenn Johannes dort das Tier beschreibt, das war und nicht ist und wiederkommen wird, Offenbarung 17,8, meinte er im Geiste Domitian. Domitian war der 8. König, der aber diese böse Qualität des 5., also Nero, in sich trug. Er war Nero auferstanden auf dem Kaiserthron, also die Inkarnation von Nero. Also die Daniel-Prophezeiung entschlüsselt.
Und jetzt kommen wir zur Daniel-Prophezeiung, die entschlüsselt wird. Nämlich im Buch von Daniel wird die Abfolge der Weltreiche als 4 große Tiere beschrieben: Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom, was wir schon bereits besprochen haben. Das vierte Tier aus Daniel 7,7: Es ist schrecklich und grausam, hat 10 Hörner. In der Antike wurde dies auf das Römische Reich übertragen. Das kleine Horn, Daniel 7,8, wird, wie bereits besprochen, bricht dieses Horn, also Domitian oder die Flavische Dynastie, hervor und verdrängt 3 andere. Daniel prophezeit, dass dieses Horn Worte reden wird, gegen den Höchsten und die Heiligen des Höchsten vernichten wird. Dies beschreibt exakt den Anspruch Domitians, als Herr und Gott verehrt zu werden und seine Verfolgung der Christen. Die Zeitdauer, also war, die Heiligen werden ihm übergeben für eine Zeit und 2 Zeiten und eine halbe Zeit, also 3,5 Jahre lang. Dies ist die exakte Dauer der intensivsten Phase der neronischen Verfolgungen von Juni 64 bis Juni 68 nach Christus. Auch sehr interessant. Also das spielt eigentlich alles zusammen und ist eigentlich auch alles zur selben Zeit passiert. Aber wie gesagt, dazu kommen wir noch gleich. Das zweite Tier aus der Erde, das ist auch wieder ein sehr interessantes Thema. Denn wer war das zweite Tier aus der Erde? Wer war der falsche Prophet? Laut Offenbarung 13, 11 bis 18. Die Parallelen zwischen Simon Magus und dem zweiten Tier sind dabei nicht, sag ich mal, voneinander zu trennen. Denn ich möchte dann nicht sagen, dass ich jetzt die absolute Wahrheit dazu habe. Viele könnten sagen, ja, es könnte vielleicht Mohammed damit gemeint sein oder jemand ganz anderes. Aber meiner Meinung nach deuten da eigentlich sehr viele Dinge darauf hin oder Anzeichen darauf hin, dass halt eben Simon Magus der falsche Prophet sein könnte. Denn die Scheinwunder im Dienst der Verführung, wie es in Offenbarung 13 steht, ist, dass die Prophezeiung, das zweite Tier tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen. Und Simon Magus war berühmt für seine okkulten Vorführungen. In der biblischen Apostelgeschichte, also Apostelgeschichte 8 bis 9 bis 11, heißt es: Bereits als er das Volk von Samaria durch seine Zauberei lange Zeit in Staunen versetzte und sich selbst als etwas Großes ausgab. Er imitierte die echten Wunder der Apostel durch magische Tricks. Und dann die Allianz mit dem Tier aus dem Meer, also dem Kaiser. Denn das zweite Tier übt alle Macht des ersten Tieres vor dessen Augen aus und bringt die Erde dazu, das erste Tier anzubeten. Die Legenden, unter anderem in den Petrusakten und den Pseudo-Clementinen, betonen, dass Simon Magus nach Rom reiste und sich dort mit Kaiser Nero anfreundete. Simon nutzte seine religiöse und magische Autorität, um Neros kaiserlichen Herrschaftsanspruch spirituell legitimieren. Er fungierte damit exakt als der Propagandaminister oder Hofmagier des Kaisers. Eine perfekte historische Blaupause für das Verhältnis zwischen dem ersten Tier Nero und dem zweiten Tier, also der falsche Prophet Simon Magus. Und hier, Simon der Magier, Simon Magus war aus der Apostelgeschichte 8 die absolute Personifikation der religiösen Verführung. Er gilt in der altkirchlichen Tradition als der Urvater aller Häresien und wurde in der christlichen Vorstellungswelt exakt so beschrieben, wie Johannes das zweite Tier aus der Erde darstellt, das später auch der falsche Prophet laut Offenbarung 16,13 und 19,20 genannt wird. Der Kirchenvater Irenäus von Lyon widmet Simon Magus in seinem monumentalen Werk Adversus Häresas ein ganzes Kapitel. Irenäus berichtet, dass Simon eine Prostituierte namens Helena mit sich führte, die er als die fleischgewordene erste Schöpfungsidee seines Geistes ausgab. Er selbst ließ sich als der Vater verehren, der den Juden als Sohn und den Heiden als Heiliger Geist erschienen sei. Irenäus schreibt wortwörtlich, dass Simon der Urheber aller Häresien sei, der die lebendige Kirche mit falschen Götzenbildern beschmutzte. Also das Götzenbild, das lebendig wirkt, laut Offenbarung 13,15, die Prophezeiung, das zweite Tier behaucht dem Standbild des ersten Tieres Geist ein, sodass das Bild sprechen konnte. Der Philosoph und Kirchenvater Justin der Märtyrer berichtete in seiner ersten Apologie, dass die Römer Simon Magus so sehr verehrten, dass sie ihm auf einer Tiberinsel eine Statue errichteten mit der Inschrift Simoni Deo Sancto, also für Simon, den heiligen Gott. In den pseudoklementischen Schriften wird zudem behauptet, Simons Magie sei so stark gewesen, dass er leblose Statuen von den Augen der Menschen zum Gehen und Sprechen bringen konnte. Also genau auch das, was in der Offenbarung steht. Und jetzt kommen wir, nachdem wir jetzt über den Antichristen und über den falschen Propheten gesprochen haben, wer waren eigentlich die 2 Zeugen der damaligen Zeit gewesen? Und da gibt es natürlich viele verschiedene Gerüchte und viele verschiedene Interpretierungen, aber meiner Meinung nach deuten die 2 Zeugen auf jeden Fall auf Petrus und Paulus hin. Denn die altkirchliche Quelle, die ich dazu aufweisen möchte, ist der erste Clemensbrief. Denn in Kapitel 5
dieses Briefes stellt Clemens Petrus und Paulus als die zwei ultimativen zeitgenössischen Säulen und Zeugen der Kirche dar. Er beschreibt ihr Martyrium in Rom mit Worten, die direkt an das Schicksal der zwei Zeugen in der Offenbarung erinnern. Nämlich wir die edlen Vorbilder unseres eigenen Generation vor Augen, Petrus, der zahlreiche Mühsal ertrug und so sein Zeugnis ablegte, Paulus, der den Preis der Ausdauer davon trug, nachdem er von den Herrschern sein Zeugnis abgelegt hatte. Also Clemens koppelt beide Apostel als das Duo der obersten Zeugen, deren Tod das Fundament der Kirche in Rom bildete. Also Kaiser Nero selbst glaubte mit der Hinrichtung von Petrus und Paulus den Kopf der christlichen Bewegung in Rom abgeschlagen zu haben. Doch das Gegenteil passierte. Das Zeugnis der beiden Apostel wurde durch ihren Märtyrertod unsterblich. Ihre Gräber, heute die Peterskirche und St. Paul vor den Mauern, wurden sofort zu den wichtigsten Zentren des Glaubens. Die Kirche wuchs nach ihrem Tod rasanter als je zuvor. Geistig gesehen standen die zwei Zeugen wieder auf und triumphierten über das römische Reich, das schließlich selbst christlich wurde. Also Petrus und Paulus waren die zwei Zeugen, deren Blut in den Straßen Roms vergossen wurde und deren geistliche Auferstehung in Form des explodierenden Christentums das heidnische Imperium schockierte. Und dann kommen wir jetzt zur Tetrarchie. Das war meiner Meinung nach, und zumindest was ich, sag ich mal, herausrecherchiert habe, die vier apokalyptischen Reiter laut der Offenbarung. Der erste war davon Diokletian, also Augustus des Ostens, der weiße Reiter, der Sieger und der Stratege. Also das biblische Bild, ein weißes Pferd, der Reiter hat einen Bogen und eine Krone, er zieht aus als Sieger, um zu siegen, laut Offenbarung 6,2. Das hat eine historische Ähnlichkeit zu Diokletian. Diokletian war der unumstrittene Kopf der Tetrarchie, der geistige Vater des Systems und der absolute Herrscher im wohlhabenden Osten, also Sitz in Nikomedien. Er trug das prachtvolle kaiserliche Diadem, die Krone. Er war der große Reformer und Stratege, der im Hintergrund die Fäden zog, die Wirtschaft ordnete und das Reich stabilisierte. Das strahlende Weiß symbolisiert seine göttliche Selbstdarstellung als Jovios, also Nachkomme des höchsten Gottes Jupiter. Dann der zweite, der zweite apokalyptische Reiter war Galerius oder Cäsar des Ostens genannt. Der rote Reiter, also der Krieg und das Blutvergießen brachte. Das biblische Bild, ein feuerrotes Pferd, der Reiter nimmt den Frieden von der Erde und besitzt ein großes Schwert. Offenbarung 6,4. Also die historische Ähnlichkeit passt zu Galerius. Denn Galerius war Diokletians Unterkaiser und herrschte über den Balkan. Er war ein brutaler, hasserfüllter Militär und gilt in der Geschichtsschreibung als der eigentliche Motor der großen Christenverfolgungen. Während Diokletian anfangs zögerte, drängte Galerius ihn vehement dazu, die Christen vollständig zu vernichten. Galerius führte grauenhafte Kriege gegen die persischen Sassaniden und im Inneren nahm er den Christen rücksichtslos jeden Frieden, indem er Tausende foltern und hinrichten ließ. Dann kommen wir zum dritten apokalyptischen Reiter, das war Maximian Augustus des Westen, der schwarze Reiter, die Waage und die Staatsgewalt. Also das biblische Bild, ein schwarzes Pferd, der Reiter hält eine Waage in der Hand, die für die Abmessung, Teuerung, Zuteilung und strenge staatliche Kontrolle steht, laut Offenbarung 6, Vers 5 bis 6. Die historische Ähnlichkeit passt dazu zu Maximian, denn Maximian regierte als zweiter Oberkaiser den Westen von Mailand aus. Er war Diokletians Mann für das Grobe. Er zeichnete sich durch die gnadenlose und bürokratische Durchsetzung der kaiserlichen Gesetze im Westen aus. Er kontrollierte die Steuereintreibungen und die Wirtschaftszuteilung mit eiserner Hand. Als das Etikett zur Christenverfolgung Rom und Italien erreichte, ließ Maximian es mit exzessiver administrativer Härte vollstrecken, zerstörte Kirchen und beschlagnahmte systematisch allen Besitz der christlichen Gemeinden. Und dann der letzte apokalyptische Reiter war Constantius Chlorus, also Caesar des Westens. Der fahle Reiter, also auch der Tod und die blasse Mäßigung genannt. Das biblische Bild, also ein fahles Pferd, dessen Reiter der Tod ist, laut Offenbarung 6,8. Diese historische Ähnlichkeit passt eindeutig zu Constantinus Chlorus. Dies ist ein faszinierendes linguistisches und historisches Wortspiel auch noch dazu, denn der Unterkaiser des Westens, zuständig für Britannien und Gallien, hieß historisch Constantius Chlorus. Sein Beiname bedeutete wörtlich der Blasse oder der Grünliche. Also auch da haben wir eine sehr starke Verbindung zu diesen vier apokalyptischen Reicher, die, sag ich mal, damals das christliche, sag ich mal, die Christen sehr stark verfolgt und unterdrückt haben. Und jetzt kommen wir zum Mahlzeichen des Tieres, das auch zu der damaligen Zeit, ja, gewesen ist. Denn das Mahlzeichen des Tieres lässt sich in verschiedenen Art und Weisen, sage ich mal, darstellen zu dieser Zeit damals. Einmal war es durch diese römische Münzen mit dem kaiserlichen Götzenbild.
Im antiken Alltag trugen die Menschen das Geld buchstäblich in der Hand, denn römische Münzen wie der Denar waren im ersten Jahrhundert weit mehr als nur Zahlungsmittel. Sie waren das effektivste Propagandamedium des Kaisers. Die Münzen von Kaisern wie Nero oder Domitian zeigten das Porträt des Herrschers mit Inschriften wie Inbegriff der Göttlichkeit oder Sohn Gottes. Domitians Münzen zeigten ihn oft als Weltherrscher, der Blitze hält. Für die ersten Judenchristen, die streng das zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen, befolgten, war das Benutzen und das Handhaben dieser Münzen im täglichen Handel ein ständiger Gewissenskonflikt. Wer sich weigerte, dieses Geld mit dem Bild des Tieres für Geschäfte zu nutzen, war vom Markt komplett ausgeschlossen. Hier sehen wir noch unten die Münzen von Kaiser Nero, wie sie dargestellt werden als Götter oder als eine ultimative Könige dieser Welt, ne, was auch ja natürlich Satan bezeichnet wird, oder Satan wird auch derjenige bezeichnet, der, sage ich mal, über die Lüfte herrscht oder über die Blitze herrscht, auch was sehr mit Zeus und Jupiter in Verbindung steht. Und das passt dann auch wiederum, was damals aus dieser Zeit mit dem Malzeichen des Tieres gedeutet werden könnte. Aber es gibt noch andere Sachen, die auch aus Malzeichen des Tieres angedeutet werden können oder dass sie halt irgendwie zusammen fungiert haben als das Malzeichen des Tieres. Denn es gab auch noch dazu die Opferbescheinigungen, nämlich die Libelli beim Kaiserkult, das du hier oben rechts im Bild sehen kannst. Besonders in den Provinzen Kleinasiens, wo die Offenbarung geschrieben wurde, auch interessant, war der Kaiserkult bürokratisch organisiert. Das Malzeichen steht hier symbolisch für ein amtliches Dokument oder Siegel. Bürger mussten vor einer Kaiserstatue eine kleine Menge Weihrauch verbrennen und Wein opfern, um ihre Staatstreue zu beweisen. Dafür erhielten sie eine offizielle schriftliche Bescheinigung im lateinischen Libellus genannt. Wer diesen Schein nicht vorweisen konnte, oft wurde er kontrolliert an den Eingängen von Marktplätzen oder öffentlichen Gebäuden, galt als Staatsfeind. Christen, die sich weigerten, den Kaiser als Gott anzubeten, bekamen keine Libellos und verloren das Recht, Verträge abzuschließen, Lehen zu betreiben oder Waren zu erwerben. Und es gibt auch natürlich da interessante Parallelen. Und natürlich, also Satan wiederholt vieles von damals heute noch. Das können wir heutzutage auch in der Corona-Zeit sehr viele Parallelen dazu erkennen. Und was auch noch zum Malzeichen des Tieres passen könnte oder kann oder was auch so gewesen sein könnte, ist, dass die Stempel der römischen Handelsgilden, also Zünfte. Handel und Handwerk waren im Römischen Reich im sogenannten Collegia, Gilden, organisiert. Jede Gilde hatte einen heidnischen Schutzgott, zum Beispiel Apollon, der auch sehr interessante Verbindungen zu Luzifer hat, oder den Kaiser selbst. Die Treffen dieser Gilden beinhalten immer Opferrituale und das Essen von Fleisch, das vor Götzen geweiht worden war. Und im großen Stil Handel zu treiben, wurden Verträge, Amphoren oder Handelsgüter mit einem offiziellen Brandstempel, also Charagma, des Kaisers oder der staatlich geprüften Gilde versehen. Christen konnten an diesem System nicht teilnehmen, ohne ihren Glauben zu verleugnen. Wer austrat, durfte rechtlich und praktisch nichts mehr verkaufen. Also das könnte, also das könnten einige, sag ich mal, Interpretationen sein des Mahlzeiten des Tieres. Und im Großen und Ganzen, wenn man das alles in Verbindung setzt und auch was in der Offenbarung steht, in den Prophezeiungen der Propheten oder was auch Jesus selbst prophezeit hat, dann passt es doch irgendwie alles sehr gut zusammen miteinander. Und auch zu dieser damaligen Zeit, dass halt eben wirklich die Trübsal, auch die Wiederkunft Jesu Christi, die für apokalyptischen Reiter, das Mahlsein des Tieres, alles bereits in der Vergangenheit passiert sind. Und da kommen wir noch dazu, warum ja, wurde in der Offenbarung mit Hand und Stirn das so beschrieben. Denn, zumindest das, was ich raus recherchieren konnte, ist, dass die Platzierung des Malzeichens auf der rechten Hand und der Stirn ist eine bewusste, zutiefst ironische Parodie auf das jüdische Schma Israel, also das jüdische Glaubensbekenntnis. Oder das israelitische Glaubensbekenntnis, besser gesagt. Im Alten Testament, 5. Mose 6,8, befiehlt Gott den Israeliten, seine Gebote als Zeichen auf die Hand zu binden und als Merkzeichen zwischen die Augen auf die Stirn, woraus die jüdischen Gebetsriemen, die Tefillin, entstanden. Die Stirn symbolisiert das Denken, also die Gesinnung und die Loyalität. Die Hand symbolisiert das Handeln, also die Arbeit und den Gehorsam. Johannes sagt den Urchristen damit also, das römische Reich verlangt von euch genau das, was eigentlich nur Gott zusteht, eure totale Hingabe im Geist, also Stirn, und Tat, Hand. Wer sich dem totalitären System Roms anpasst, um wirtschaftlich zu überleben, trägt somit geistig das Malzeichen des Tieres, also von Rom. Und das ist alles, sage ich mal, in der Vergangenheit bereits aufgetreten. Und das ist, sage ich mal, auch das, was ich euch jetzt, sage ich mal, schon vorgewarnt habe oder, sage ich mal, auch gesagt habe, bleibt bitte bis zum Schluss, damit ihr den ganzen Kontext versteht, was ich hier eben sage, dass alles zur selben Zeit passiert ist. Denn das erklärt zum Beispiel Gunnar Heinsohn, ein Historiker, also ein deutscher Historiker, durch seine radikale These, nämlich dass zum Beispiel auch römische Kaiser gleichzeitig regierten. Denn Heinsohn ging weit über die bekannte Phantomzeit-Theorie von Herbert Illig hinaus, die rund 300 Jahre im Mittelalter streichen will. Heinsohn behauptet nämlich auf Basis von archäologischen Schichtungen, also Stratigraphie, dass der gesamte erste Jahrtausend der Zeitrechnung künstlich in die Länge gezogen wurde.
Denn seine Kernbehauptungen für die Antike lauteten, das Römische Reich des 1. Jahrhunderts, also Nero Domitian, also auch das des 2. Jahrhunderts, also Antonin, und des 3. und 4. Jahrhunderts, also Diokletian und Konstantin, existierten nicht nacheinander, sondern waren alle in derselben Zeitperiode, also innerhalb von wenigen Jahrzehnten oder sogar zur selben Zeit haben sie alle stattgefunden und nicht innerhalb von mehreren Jahrtausenden. Und dann Historiker hätten archäologische Funde ein und desselben Zeitalters dreifach kopiert und hintereinander angereiht. In Wahrheit haben zum Beispiel Kaiser wie Nero, Domitian und Diokletian zur exakt selben Zeit in verschiedenen Teilen des Reiches regiert oder stellen schlichtweg verzerrte Berichte derselben Epoche dar. Also auch sehr interessant. Also schaut euch da auf jeden Fall gerne Gunnar Heidensens Arbeit an. Ich werde, wenn ich dazu was finden werde, also zu seiner Arbeit, also ich habe da schon auf jeden Fall was gefunden, aber wenn ich das finde nochmal, dann werde ich das auf jeden Fall in der Beschreibung verlinken und euch das dann zugänglich machen, damit ihr euch das selber durchlesen könnt und das selber überprüfen könnt. Und dann, was auch Gunnar Heinzen erarbeitet hat, ist, dass die geballte Ära endete laut Heinzen um das Jahr 230 bis 240 nach Christus durch eine einzige weltweite kosmische Großkatastrophe, also Supereruption oder Kometeneinschläge, die das antike Rom schlagartig auslöschte. Was ja auch interessanterweise zur Offenbarung auch wieder passt. Denn das passt nämlich zur Offenbarung 16 zu den 7 Schalen des Zorns. Da während die universitäre Geschichtswissenschaft das Jahr 536 nach Christus als den Beginn des schlimmsten Jahres der Menschheitsgeschichte, also ausgelöst durch reale Megavulkanausbrüche, einordnet, nutzte Gunnar Heinsohn genau diese Katastrophendaten, um seine Chronologiekritik zu untermauern. Nach Heinsohns Hypothese ist das Jahr 536 nach Christus kein Ereignis des Spätmittelalters, sondern der reale zeitliche Endpunkt des Römischen Reiches. Er argumentierte, dass die römischen Kaiser des 1. bis 4. Jahrhunderts, also Nero, Domitian und Diokletian, im 6. Jahrhundert kollabierten. Also die 7 Schalen des Zorns, Offenbarung 16, beschreiben diese Szenarien präzise. Also eigentlich alles innerhalb eines Jahrhunderts passiert. Und das antike Rom der gleichzeitigen Kaiser Nero bis Diokletian wurde nicht durch germanische Völker historisch abgelöst, sondern ging in den Jahren 536 bis 550 nach Christus in einer apokalyptischen Symphonie aus Vulkanausbrüchen, Dauerdunkelheit, weltweiten Hungersnöten und der Pest unter. Also im 536 nach Christus, im schlimmsten Jahr der Menschheitsgeschichte, laut den Historikern. Was wir heute als Frühmittelalter bezeichnen, war in Wahrheit die Asche- und Trümmerzeit nach dem realen Weltuntergang, den Johannes in den 7 Schalen des Zorns prophezeit hatte. Na, Zufälle gibt's auf jeden Fall. Und dann kommen wir jetzt zum Fall von Babylon, nämlich Rom. Betrachtet man die Zerstörung Roms durch die Brille von Gunnar Heinsohns radikaler Theorie, gewinnt die Verknüpfung zur Offenbarung eine noch extremere Dynamik. Heinsohn argumentierte, dass die verschiedenen Plünderungen Roms, also 410 durch die Goten, 455 durch die Vandalen und die Naturkatastrophen des 6. Jahrhunderts, also das Jahr 536 nach Christus, historisch viel enger beieinander lagen oder verzerrte Berichte desselben großen Epochenkollapses waren. In diesem chronologischen kritischen Licht ist der Fall Babylons kein jahrhundertelanger schleichender Prozess, sondern ein schlagartiger synchroner Untergang. Das antike Rom ging demnach in einer geballten Katastrophe aus germanischen Invasionen, also menschliches Gericht, und dem kosmisch-vulkanischen Winter von 536 nach Christus, also göttliches Gericht, durch die Zornschalen unter. Und sehen wir hier rechts im Bild nochmal die Zerstörung von Roms, also Babylon. Also das Armageddon liegt eigentlich somit in unserer Vergangenheit. Denn Irenäus beschreibt im 5. Buch seiner Schrift Adversus Hereses in Kapitel 30 Abschnitt 4 den physischen Tempel in Jerusalem als ein zu seiner Zeit existierendes Bauwerk, in dem der Antichrist sitzen wird. Chronologiekritiker führen diese Passage als Beleg an, dass Irenäus seine Werke vor der Zerstörung des Tempels im Jahr 17 nach Christus verfasst haben muss, um die beschriebene Argumentation gegen Gnostiker logisch zu stützen. Denn der jüdische Historiker Flavius auch, genannt Josephus, also Flavius Josephus, war Augenzeuge der Belagerung Jerusalems im Jahr 17 nach Christus. Denn in seinem Werk De Bello Judaico, also Jüdischer Krieg, ich glaube das 6. Buch, Kapitel 5, beschreibt er Phänomene am Himmel, die sich exakt wie die visuellen Effekte der Offenbarung lesen. Josephus berichtet, dass über der Stadt ein Stern stand, der ein Schwert glich, also so wie Jesus Christus, und ein Komet, der ein ganzes Jahr lang sichtbar blieb. Das erinnert sofort an den feurigen Kometen Wermut aus den apokalyptischen Posaunen Offenbarung 8,11. Und das spektakulärste Zitat von Josephus lautet: Bevor die Sonne unterging, sah man im ganzen Land in den Wolken Streitwagen, unbewaffnete Scharen herbeieilen, die durch die Wolken flogen und die Städte umzingelten. Also Josephus schreibt zudem, dass die Priester beim Pfingstfest im inneren Tempel ein tiefes Beben spürten und eine lautstarke übernatürliche Stimme hörten, die rief: Lass uns von hier weggehen. Also alles, was in der Offenbarung
sage ich mal, gezeigt worden ist oder was Jesus Christus prophezeit hat, ist demnach auch im 1. Jahrhundert eingetreten. Und dass zum Beispiel so Kirchenväter wie Irenäus oder auch zum Beispiel der Historiker Flavius Josephus haben alle zur selben Zeit gelebt. Auch die ganzen römischen Kaiser, Simon Magus, alle haben zur selben Zeit oder sag ich mal in wenigen Jahrzehnten zu derselben Zeit gelebt, zu derselben Generations- und zu derselben Zeitperiode. Und das versucht man uns natürlich durch verschiedene Geschichtsphrasen oder Geschichtsschreibungen, durch die Jesuiten oder durch Freimaurer, wie zum Beispiel Edward Gibbon, die auch die ganze Geschichte zwischen dem 1. Jahrhundert und 5. Jahrhundert über das Römische Reich geschrieben hat. Also auch Zufälle gibt es da, dass man da auf jeden Fall viel getäuscht hat, sehr viel künstlich in die Länge gestreckt hat, damit man uns täuscht und verführt, damit wir denken, dass Jesus Christus noch nicht wiedergekommen ist, sondern bereits, oder dass er bereits noch nicht wiedergekommen ist, sondern erst also in der Zukunft kommen wird. Was natürlich zu diesen Irrlehren führt, zu dieser dispensationalistische Lehre oder auch zu dieser Vorentrückungslehre oder dieser dritte Tempellehre, die dann, sage ich mal, sehr viele Christen heutzutage verführt und täuschen lässt. Deswegen ist es umso wichtiger, zu wissen, dass Jesus Christus bereits wiedergekehrt ist, dass das Armageddon in unserer Vergangenheit liegt und dass sowas in der Art nicht nochmal passieren wird. Denn Jesus Christus hat ganz klar gesagt, er wird sowas nicht nochmal geschehen lassen. Also es wird keine Trübsal in dieser Art kommen. Also auch jetzt, wenn sie versuchen, euch mit dieser Agenda 2030 Angst zu machen, mit diesem Beast-System oder das Mahlzeichen des Tieres und so weiter, das wird nicht kommen, weil das ist bereits passiert. Also was uns eher erwartet, ist das, was in Offenbarung 20, 9 bis 15 steht und auch in Offenbarung 21. Also das ist das, worauf wir uns eher unseren Fokus setzen müssen. Und dazu habe ich auch schon andere Videos auf meinem YouTube-Kanal gebracht. Schaut euch dazu auf jeden Fall auch diese an. Stöbert einfach in meinem Kanal durch und da werdet ihr auf jeden Fall in den letzten Wochen und Monaten Videos sehen, die, sag ich mal, vieles deuten, was, sag ich mal, auf was wir uns als Christen jetzt vorbereiten müssen. Und deswegen, ich werde auch auf jeden Fall auch einiges verlinken und auch in der Beschreibung reintun. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr euch gerne dazu diese Videos angucken. Genau, jetzt habe ich noch weitere interessante Details für euch, die ich, sage ich mal, noch vergessen habe zu erwähnen in diesem Hauptthema. Aber die sind auch wichtig, um, sage ich mal, den gesamten Kontext zu verstehen. Zum Beispiel Theophylact von Orid aus dem 11. Jahrhundert, basierend auf älteren Traditionen, sagt im Vorwort zu seinem Kommentar des Johannesevangeliums, hält er fest, dass Johannes die Offenbarung auf Patmos schrieb, und zwar 32 Jahre nach der Himmelfahrt Christi, was mathematisch exakt in der Mitte der 60er Jahre des 1. Jahrhunderts fällt, also kurz vor dem Ausbruch des Jüdischen Krieges. Also das passt auch wieder zusammen, dass Johannes nicht die Offenbarung 95 nach Christus geschrieben hat, sondern irgendwann Mitte der 60er Jahre. Und das beweist eigentlich das Vorwort des Kommentars von Theophylakt von Orid, dass das eigentlich so gewesen ist. Und auch er hat höchstwahrscheinlich zur selben Zeit gelebt, wie eben damals ja, die ganzen Kirchenväter, die römischen Kaiser, die Apostel und so weiter und so fort, also zur selben Generation. Und die syrische Peshitta-Übersetzung aus dem 6. Jahrhundert, das offizielle Titelblatt bzw. die Einleitung zur Offenbarung in der alten syrischen Bibelübersetzung lautet wörtlich: Die Offenbarung, die dem Evangelisten Johannes von Gott auf der Insel Patmos gegeben wurde, wohin er von Kaiser Nero verbannt worden war. Also alles kommt da wieder in die Verbindung und ja, man sieht auf jeden Fall, dass alles irgendwie zusammenhängt. Und Cornelius Tacitus, der wohl bedeutendste römische Historiker, beschreibt die Belagerung Jerusalems im Jahr 17 nach Christus in seiner Historie fast wortgleich wie Josephus. Auch interessant, dass die sich da ähneln und dass sie da irgendwie nichts Widersprüchliches voneinander gaben, sondern die haben beide dasselbe gesehen. Denn er schreibt, dass Wunderzeichen geschahen, die das jüdische Volk ignorierte. Tacitus berichtete am Himmel zusammenstoßende Heeren, von brennenden Waffen am Firmament und davon, dass der Tempel durch ein plötzliches Aufleuchten der Wolken illuminiert wurde. Also auch sehr interessant. Und deswegen wollte ich das auf jeden Fall auch nochmal aufzeigen, damit ihr seht, dass da auch so viele Sachen sich einfach ähneln und es einfach stützen, was eben auch in der Offenbarung steht, was Historiker wie Gunnar Heinzen oder Herbert Illig sagen und so weiter und so fort. Und das alles zusammenhängt, was Jesus Christus prophezeit hat, was er versprochen hat und so weiter und so fort. Aber seht weiter, denn es kommen noch weitere interessante Details dazu. Nämlich auch die 7 Kirchengemeinden der Offenbarung sind historisch gesehen untergegangen. Ne, die existieren heute nicht mehr. Und diese Gemeinden, also Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea, lagen alle im Westen der heutigen Türkei. Also ob das so stimmt, wissen wir auch nicht, denn wie gesagt, die Kontinente sind auch zu dieser Zeit, wo halt dieses 7 Schalen-Ereignis passiert ist, also wo halt dann eben ein großes Ereignis passiert ist, wo halt eben
Jesus Christus wiedergekommen ist, wo halt eben Gottes Gericht stattgefunden hat, dass da wahrscheinlich auch die Kontinente auseinandergegangen sind und sich verschoben haben und dass damals, was halt eben als Türkei gegalten hat, heute nicht mehr die Türkei ist. Deswegen auch da vorsichtig sein. Nichtsdestotrotz kann man das als Beweis trotzdem auflegen, dass halt eben das, was eben in der Offenbarung 1 bis 19, sag ich mal, geschrieben steht, bereits schon stattgefunden hat. Und ihr Niedergang und physischer Verschwinden lässt sich nahtlos mit den historischen Epochen und Katastrophen verknüpfen, die wir besprochen haben. Faszinierenderweise enthält die Offenbarung selbst in den Kapitel 2 und 3 bereits direkte prophetische Warnungen vor diesem Untergang. Also auch, dass alles kurz und schnell, also in Kürze geschehen muss oder schnell, also oder alles nahe auftreten wird. Also deswegen, es passt auch alles wieder zusammen. Und in Offenbarung 13,3 wird beschrieben, dass einer der Köpfe des Tieres eine tödliche Wunde erlitt, die jedoch geheilt wurde. In den apokryphen Petrusakten und den Texten von Lactantius gibt es dazu eine unheimliche Legende über Neros Tod. Der Nero starb durch einen Dolchstoß in den Hals. Die Apokryphen spinnen dies weiter. Als seine Diener versuchten, die Leiche zu begraben, verschwand der Körper spurlos, weil Dämonen ihn in den Abgrund, den Abyssus, entführten. Also auch sehr interessant. Johannes schreibt in Offenbarung 11,7, dass das Tier aus dem Abgrund heraussteigen wird. Und die Petrusakten untermauern damit den Glauben der Urchristen, dass Nero nicht einfach nur biologisch überlebt hatte, wie die Heiden glaubten, sondern dass er magisch-dämonisch aus der Unterwelt reanimiert wurde. Und die Heilung der Wunde war aus der Sicht der Apokryphen ein realer satanischer Akt. Da haben wir auch wieder sehr viele Verbindungen dazu, die sehr viele Sachen mehr in den Kontext bringen. Und ich denke, man muss da viele Sachen einfach zueinander führen und das vergleichen miteinander, damit man dann auch dieses Gesamtbild erhält. Und dann wir haben auch Simon Magus bereits als das zweite Tier den falschen Propheten identifiziert. Und die Apostelakten, insbesondere die Acta Petri cum Simone, fügen hier ein Detail hinzu, das perfekt zur Kontrolle des Wirtschaftslebens, also Kauf und Verkauf in Offenbarung 13 passt. Den Legenden kontrollierte Simon Magus in Rom durch seine Zauberei nicht nur die religiöse Meinung, sondern er manipulierte auch die Brot- und Kornlieferungen aus Ägypten. Er behauptete, er könne die Schiffe durch Geisterhand stoppen oder beschleunigen. Wer Simon Magus und damit den Kaiser nicht huldigte, dessen Schiffe wurden im Hafen blockiert. Das ist die ganz praktische, reale Umsetzung des Boykotts. Dass niemand kaufen oder verkaufen konnte, wenn er nicht das Malzeichen hatte. Also laut Offenbarung 13,17. Simon nutzte seine angebliche spirituelle Macht als wirtschaftliche Waffe im Herzen des Imperiums aus. Und in Offenbarung 17 wird die Hure Babylon als eine Frau beschrieben, die in Purpur und Scharlach gekleidet und mit Gold und Edelsteinen geschmückt ist und einen goldenen Becher voller Gräuel in der Hand hält. Römische Historiker wie Tacitus und Sueton und apokryphe Fragmente zeichnen ein Bild von Neros Mutter Agrippina, der Jüngeren, das wie die Vorlage für die Vision wirkt. Es könnte sie gewesen sein, andere sagen, es könnte auch damit die levitische Priesterschaft gemeint sein, oder die halt Gott, also in Menschengestalt, Jesus Christus ablehnten und damit somit das als Hure von Babylon gegolten hat. Da kann man vieles interpretieren, aber auf jeden Fall interessant, was damit ausgesagt wird mit halt eben Neros Mutter. Deswegen wollte ich das unbedingt sag ich, mit hinnehmen, weil das auf jeden Fall auch passen könnte zu der Offenbarung 17, was damit halt eben mit der Hure von Babylon beschrieben worden ist. Agrippina regierte Rom in den ersten Jahren Neros faktisch mit. Sie saß bei Staatsempfängern auf einem Thron, also auf einem Thron direkt neben dem Kaiser, also ein absoluter Skandal für die römische Tradition. Sie war berühmt für ihren exzessiven Luxus, ihren Schmuck und ihre Grausamkeit. Sie vergiftete zum Beispiel den Kaiser Claudius mit einem Pilzgericht. Und in Offenbarung 17,16 steht, dass die 10 Hörner und das Tier, also die Hure, hassen und sie ausrauben und nackt machen und ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen werden. Historisch gesehen ist genau das geschehen. Denn Nero entwickelte einen tiefen Hass auf seine Mutter. Nach mehreren missglückten Mordversuchen, darunter ein manipuliertes Schiff, das untergehen sollte, ließ er sie 59 nach Christus von Soldaten in ihrer Villa abschlachten und ihre Leiche verbrennen. Das Tier Nero zerfleischte buchstäblich die Hure, die korrupte Macht Roms, die ihn gebrochen hatte. Und in der Offenbarung führen die Posaunen und Siegel dazu, dass die Naturgesetze aussetzen. Die Sonne wird schwarz, der Mond wie Blut und es herrscht eine unheimliche Stille im Himmel. Offenbarung 8,1. Also in der jüdisch-christlichen Apokryphe Himmelfahrt des Jesajas ähm, wird genau diese neronische Ära beschrieben. Der Text prophezeit, dass Belial, also Satan, in Gestalt eines gesetzlosen Königs, Nero, herabkommen wird. Über seine Herrschaft heißt es, und er wird tun, was er will, und die Sonne wird sich verfinstern, und es wird alles im Geist des Irrtums geschehen. Diese jüdische christliche Quelle beweist, dass das Gefühl einer kosmischen Krise, bei der die Gestirne ihren Dienst versagen, die Standardwahrnehmung der Christen unter Nero war. Die Naturkatastrophen in der Offenbarung waren für die Leser dieser Zeit die logische Konsequenz einer Welt, die von einem Dämon regiert wurde.
Also, ganz ehrlich, wenn man noch mehr Beweise braucht, um zu wissen, dass alles bereits in unserer Vergangenheit liegt, was Jesus Christus prophezeit hat und dass er alles erfüllt hat, da weiß ich auch nicht mehr weiter. Aber lesen wir weiter. Denn in Offenbarung 11 treten die zwei Zeugen auf, die am Ende sterben und auferweckt werden. Die apokryphe Tradition kennt jedoch noch eine ganz andere, extrem populäre Identität für diese beiden Figuren. Also noch eine andere Möglichkeit für die Interpretierung dieser zwei Zeugen, die perfekt in die jüdische, christliche Gedankenwelt des ersten Jahrhunderts passt, nämlich Henoch und Elia. Denn es steht zum Beispiel hier Folgendes: Ich bin Henoch, der durch das Wort Gottes hierher versetzt wurde. Und dieser, der bei mir ist Elia, der feurigen Wagen emporgehoben wurde. Wir haben den Tod noch nicht geschmeckt, sondern sind von Gott bewahrt bis zum Ende der Welt. Dann werden wir von Gott gesandt werden, um den Antichristen zu widerstehen und von ihm in Jerusalem getötet zu werden, um nach 3 Tagen lebendig in die Wolken aufgenommen zu werden. Henoch, beziehungsweise im 1. Mose 5,24 und Elia, 2. Könige 2,11, waren die einzigen Menschen des Alten Testaments, die laut Bibel nie gestorben, sondern direkt zu Gott entrückt wurden. Die Urchristen schlussfolgerten also messerscharf: Wenn das Gesetz besagt, dass jeder Mensch einmal sterben muss, dann hat Gott diese beiden Männer für einen ganz bestimmten Zweck aufgespart. Sie müssen am Ende der Tage zurückkehren, um ihr sterbliches Zeugnis abzulegen und den Märtyrertod zu sterben. Kann auch sein, dass die halt eben diejenigen waren, die, sag ich mal, in Paulus und Petrus zu sehen waren. Ist eine Möglichkeit. Also, wie gesagt, ich möchte da jetzt nichts irgendwie, konkretisieren oder sagen, das ist so jetzt so. Das kann sein, kann nicht sein, aber ich denke auf jeden Fall, dass das auf jeden Fall interessant ist, das noch zu erwähnen, um damit noch eine weitere, sage ich mal, Interpretierung zu haben oder eine andere Möglichkeit, um die Sache zu interpretieren. Wie gesagt, letzten Endes wissen wir nicht ganz genau, wer die 2 Zeugen sind, aber es ist auf jeden Fall interessant, das noch mal hier aufzuzeigen. Genau. Und das war alles, was ich jetzt dazu euch zeigen wollte. Ich hoffe, dass dieses Video sehr informativ für euch war und dass ihr einige Fragen von euch somit geklärt werden konnten. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt ihr sie auf jeden Fall in die Kommentare hinein. Dann werde ich versuchen, die so gut es geht zu beantworten. Und wie gesagt, die Wahrheit findet sich in Jesus Christus, denn er hat alles vorhergesagt, alles prophezeit, alles erfüllt. Er hat auch sein tausendjähriges Reich erfüllt. Und allesamt haben dann mit ihm, die, sage ich mal, durch diese Zeit, durch diese Trübsalzeit durchgegangen sind und dann entrückt worden sind danach, um ihre verherrlichten Körper zu erhalten, und auch die Märtyrer, die wieder auferstanden sind, die dann letzten Endes gemeinsam mit Christus auf Erden geherrscht haben, mit ihm und, sage ich mal, das alles erschaffen haben. Und wie es aussah, wie das tausendjährige Reich war, dazu werden wir uns noch im nächsten Video beschäftigen, das auf jeden Fall noch kommen wird. Ich weiß nicht, ob das nächste oder übernächste, das werden wir auf jeden Fall noch schauen. Ihr könnt euch aber dazu auch schon ein älteres Video von mir angucken. Das werde ich auch jetzt irgendwo hier jetzt noch verlinken. Das ist am Ende des Videos oder sage ich mal in der Beschreibung, damit ihr noch dieses Video angucken könnt, dass das tausendjährige Reich auch in unserer Vergangenheit liegt und dass man alles vor uns, sage ich mal, ja, ähm, dass man das vor uns verdecken möchte und es uns als dunkle Mittelalter darstellen möchte, wo angeblich gar keine Technologie, oder gar kein technologischer Fortschritt stattgefunden hat. Wer es glauben mag, der kann es gerne glauben. Ich persönlich glaube es nicht, dass es so gewesen ist, wie sie uns das erzählen. Aber genau, ich möchte da jetzt nicht weiter drum herum reden, sondern das wird auf jeden Fall das Thema des nächsten Videos sein, das tausendjährige Reich. Und genau, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall einen Daumen auf diesem Video drauf lässt. Wenn ihr auch nicht vergesst, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video auf diesem Kanal verpasst. Und dann möchte ich als Abschlussworte noch sagen: Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater außer durch Jesus Christus. Und Jesus Christus gab uns den Heiligen Geist, um uns von dem Heiligen Geist zu leiten, damit wir zu ihm finden. Deswegen findet Jesus Christus und, sage ich mal, findet auch, sage ich mal, die Wahrheit, dass er bereits wiedergekommen ist, dass er alles erfüllt hat. Und mit diesem Gedanken, denke ich, lebt es sich leichter, weil man dann auch weiß, in welcher biblischen Zeitlinie man sich befindet. Und das ist absolut wichtig, um sich jetzt weiterhin nicht mehr zu verführen zu lassen und täuschen zu lassen. Deswegen, das sind meine Abschlussworte. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.